Heute heiße ich alle Modellbahnfreunde ganz herzlich willkommen bei Kufenau. Schön, dass du dieses Video angeklickt hast. Weihnachten ist ja jetzt schon ein paar Tage vorbei und was soll ich sagen? Schaut mal, was unterm Christbaum lag. Nee, Quatsch. Spaß beiseite. Die lag nicht unterm Christbaum, die Lok. Die habe ich schon ein paar Tage länger. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir die neue ESU KB 230 zugelegt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen damit rumgespielt und rumgemacht und ich bin einfach begeistert von der Lok. Also ESU hat nicht zu viel versprochen, es ist wirklich eine richtig tolle und geile Lok. Muss man einfach sagen. Und es ist wirklich einfach Wahnsinn, was dieses kleine Teil alles kann. Ja, es ist einfach der absolute Hammer. Aber ich möchte euch heute in dem Video jetzt nicht alles zeigen, was die Lok da kann, weil das hat ESU schon in einem Produktvorstellungsvideo gemacht. Da ist das alles schon schön erklärt. Einzig und allein stören mich an der Lok zwei Sachen. Und das habe ich jetzt, wenn ich mich so mit verschiedenen Modellbahnern mal unterhalte, schon öfters gehört, dass bei denen das auch so ist. Und da wollte ich euch heute einfach mal zeigen, wie ihr dem Abhilfe leisten könnt. Das ist zum einen, ist es nämlich die Lautstärke. Die Geräuschlautstärke dieser Lok finde ich und auch ein paar andere Modellbahner einfach ein bisschen zu laut, zu aufdringlich. Ja, das mag am Anfang alles schön sein, bloß ich kenne das von anderen Soundloks, wenn die Lautstärke von der Lok einfach zu beherrschend ist, dann wird dieser Sound irgendwann störend. Dann empfindet man den nicht mehr als Sound von einer Lok, sondern eher als störend. Und das ist halt bei der Lok auch. Der Sound ist mir einfach ein bisschen zu laut. Da möchte ich euch heute kurz zeigen, wie ihr den niedriger bringt, also leiser bringt. Und das andere ist, ich zeige es euch gleich, die Menge an Rauch, die die Lok ausstößt. Ja, ich meine, wir reden hier von einer Diesellok und da soll ja dieser Rauch den Ruß, diesen Ruß vom Dieselmotor simulieren. Und da finde ich einfach, für das Verhältnis von der Diesellok zum Dieselruß ist einfach hier die Rauchintensität viel zu stark. Und auch das möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr das reduzieren könnt. Und dann legen wir doch auch gleich mal los. Fangen wir doch erstmal mit dem Sound an. Damit ihr jetzt halt sehen könnt, wie der Sound sich wirklich verhält, also was für eine Lautstärke das Ganze hat, habe ich hier einfach mal auf meinem Handy so eine Schallmess-App installiert und lasst die jetzt einfach mal mitlaufen. Ihr seht, momentan rede ich, da haben wir einen relativ hohen Schallpegel. Gleich bin ich jetzt mal ruhig, dann schauen wir einfach mal, was der Schallpegel bei der aktuellen Soundwiedergabe, so wie er werkseitig eingestellt ist. Jetzt während der Fahrt. Und ich denke, man hat es jetzt relativ gut gesehen. Also während die im Stand sind wir so locker bei so im hohen 50er dB, Anfang 60 dB Bereich. Ja. Und wenn dann der Dieselmotor aufheult, wenn die Lok losfährt, dann sind wir schon ziemlich nah am 80 dB Bereich und da kommen wir schon auch so langsam in den roten Bereich. Jetzt ist das Ganze natürlich direkt an der Lok gemessen. Wenn ich da jetzt natürlich einen Meter wegstehe, ist natürlich der Schallpegel wesentlich geringer. Muss man natürlich auch dazu sagen. Ich kann es halt jetzt schlecht mit der Kamera und allem so genau aufzeichnen. Nee. Aber es geht ja jetzt darum, zu gucken, wie sieht der Schallpegel bei einer geringeren Lautstärke aus. Vielleicht eins noch vorweg.
Ich kann natürlich über die Funktionstaste F30 kann ich da auch temporär natürlich die Soundlautstärke reduzieren. Ich glaube, das war dann auf 50% der jetzigen Lautstärke. Das können wir ja auch mal kurz machen. Ich gehe mal kurz hierher auf der Zentrale und drücke einfach mal die F30. Und dann habt ihr gesehen, dann ist die Dezibel-Lautstärke schon wesentlich zurückgegangen. Also so kann ich das mal temporär machen. Da mir aber die Lok generell zu laut ist, ja, und ich nicht auf jeder Zentrale bis 30 Funktionen habe, möchte ich das natürlich jetzt so machen, dass sie generell immer leiser ist. Und das zeige ich euch jetzt, wie das Ganze geht. Alles, was wir dazu brauchen, ist der ESU Lokprogrammer. Damit können wir das Ganze nämlich grafisch am PC recht komfortabel einstellen. Und jetzt habe ich einfach mal den Lokprogrammer gestartet und jetzt lesen wir mal den Decoder aus. Das dauert immer ganz kurz, geht aber wirklich sauschnell. Zack, und schon sind wir fertig. Ihr seht, die Adresse habe ich bei der Lok schon geändert, aber das wollen wir jetzt eigentlich nicht. Wir müssen jetzt eigentlich hier in die Sound-Einstellungen rein. Hier haben wir zum einen die Möglichkeit, die Gesamtlautstärke der Lok oder des Sounddecoders zu reduzieren. Und genau das machen wir jetzt als allererstes mal. Wir gehen einfach mal her und setzen das so auf 90. Genau, machen wir einfach mal 95. Genau, machen wir einfach mal 96. Und jetzt spielen wir das Ganze wieder wieder auf den Decoder zurück. Zack, fertig. Jetzt klemme ich kurz die Lok wieder auf die Digitaleinheit um. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Dann werden wir jetzt nochmal den Motorsound aktivieren und schauen, ob das Ganze was gebracht hat. Und jetzt bei Fahrt. Und ich denke, man sieht es jetzt relativ deutlich, dass also wirklich die Lautstärke ungefähr um die Hälfte zurückgegangen ist. Im Prinzip so, wie wenn wir jetzt die F30 gedrückt hätten. Der Vorteil ist jetzt halt, wenn ich jetzt noch leiser möchte, dann brauche ich einfach jetzt die F30 zu drücken. Und habe nochmal eine wesentlich reduziertere Lautstärke von der Lok. Aber ich finde halt einfach, so in der Lautstärke hört sich die Lok einfach wesentlich angenehmer an, auch wenn sie dann hochdreht und wird nicht nach kurzer Zeit störend. Aber es gibt jetzt auch noch eine andere Möglichkeit, wie man auch noch die Lautstärke zum Beispiel nur von dem Fahrgeräusch reduzieren können. Und die gucken wir uns auch nochmal an, denn dann bleiben nämlich alle anderen Geräusche auf ihrem ursprünglichen Lautstärkewert. Wieder zurück in unserem Lokprogrammer. Wie gesagt, eben haben wir ja hier die Gesamtlautstärke reduziert. Aber es ist ja vielleicht so, dass jetzt gerade die Rangiersounds und so weiter, ja, die ja die Lok hat, da wo man halt sagt, naja, eigentlich sind die in der Lautstärke, wie sie ursprünglich waren, richtig gut,
aber mir ist nur das Fahrgeräusch zu prägnant. Dann machen wir jetzt einfach mal Folgendes. Ich gehe mal hier wieder auf den alten Wert von 180. Den habe ich mir nämlich gemerkt. So, dann sind wir wieder hier bei der hohen Lautstärke. Und jetzt gibt es nämlich hier noch die Soundslot-Konfiguration. Und hier können wir jetzt wirklich auf die einzelnen Sounds einwirken. Wir sehen nämlich hier den Motor, dann haben wir auch hier nochmal das Getriebe, hat einen separaten Sound. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das da ist genau. Aber hier kann ich zum Beispiel jetzt auch wieder hergehen. Ihr seht, hier stehen auch die 180 drin. Und dann gehen wir halt einfach daher und fahren das mal runter auf 75. So. Und das Getriebe, ja, das nehmen wir natürlich auch mal ein bisschen runter. Da gehen wir ein bisschen weiter, niedriger wie 75, weil das ja auch, sag ich mal, fahrtabhängig ist. Sonst wird da wahrscheinlich das Verhältnis nicht mehr stimmen. Ja, und alles andere bleibt natürlich auf den ursprünglichen Lautstärkepegeln. Und jetzt spielen wir das Ganze wieder in die Lok rein. Und schauen uns das Ganze nochmal an. Ich schalte mal wieder den Sound ein. Und wir sehen jetzt, unsere Lautstärke von der Lok ist im Prinzip genauso wie eben. Unser Fahrgeräusch zumindest. Ja, das ist fast jetzt genauso wie eben, aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Signalhorn betätigen, das ist nach wie vor auf der Original-Lautstärke, wie es vom Werk aus war. Genauso alles andere, der Pfiff oder auch so ein Funkspruch, ist jetzt nach wie vor auf der Original-Lautstärke. Unabhängig jetzt mal davon, ob das jetzt vielleicht zu laut oder zu leise ist. Also ich werde es bei mir auf jeden Fall so machen. Ich werde es jetzt gleich wieder ändern und werde bei mir einfach die Gesamtlautstärke herunternehmen, weil ich einfach die anderen Geräusche jetzt auch wesentlich zu laut finde. Aber nur, dass ihr mal gesehen habt, dass es da zwei Möglichkeiten gibt, eben die Lautstärke von so einem Sounddecoder zu reduzieren. Kommen wir jetzt auch gleich zu dem Thema Rauchgenerator. Ich mache ihn mal noch mal kurz an. Ich habe jetzt extra mal hier einen schwarzen Hintergrund dahinter gestellt, in der Hoffnung, dass dann durch den Kontrast man den Rauch auch hier auf dem Video sehr gut sehen kann. Und ihr seht, also das ist halt schon ziemlich extrem, was die allein jetzt schon im Stand auspustet. Ja. Also ich glaube, so gerußt hat die Lok in der Realität definitiv nicht. Und auch wenn wir jetzt Gas geben, also die Fontäne, die da rausgeblasen wird, das ist einfach, also ich finde, das ist definitiv viel zu viel, finde ich zumindest. Und das habe ich auch schon von dem einen oder anderen Modellbahner gehört. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, weil auch das kann man im Decoder einstellen und das schauen wir uns jetzt einfach mal an, was wir da machen können. So, ich schalte das Ding mal wieder aus, weil der Ausstoß ist schon extrem, muss man sagen. Puh. So, und zwar müssen wir hier jetzt in das Kapitel Rauchgenerator reingehen. Und hier sehen wir jetzt schon da oben ESU Rauchgenerator. Und hier haben wir jetzt ein paar Parameter, die wir einstellen können. Und zwar wäre das einmal die Zeit, bis er automatisch abschaltet, denn dieser Rauchgenerator schaltet nach dieser Zeit automatisch ab, dass er einfach, damit er nicht überhitzt. Ja, auch wenn die Funktion nach wie vor auf der Zentrale aktiv ist, der Rauchgenerator schaltet dann definitiv ab. Und hier gibt es jetzt zwei Parameter, das ist einmal die Lüftergeschwindigkeit,
Also das ist der Lüfter, der innen drin quasi den Rauch rausdrückt, und auch einmal die Temperatur. Ja, klar, je niedriger nämlich die Temperatur ist, desto weniger Destillat wird natürlich auch gleichzeitig verdampft. Natürlich muss ich immer wieder aufpassen. Ich kann natürlich jetzt nicht Unmengen die Temperatur runterregeln, weil irgendwann habe ich halt einfach zu wenig Temperatur und mein Raucherzeuger erzeugt überhaupt keinen Rauch mehr. Ja, genauso kann ich natürlich jetzt nicht unendlich hier den Lüfter runternehmen, weil irgendwann langt einfach die Leistung von dem Lüfter nicht mehr, das ganze Zeug da rauszudrücken. Also ich kann mit den beiden Werten jetzt hier spielen, muss aber immer wieder gucken, dass sie irgendwo noch ein bisschen im Verhältnis stehen. Jedenfalls gehen wir jetzt einfach mal her und machen mal den, ja, da gehen wir mal ordentlich runter. Da gehen wir mal so auf 36, auf den Wert 36. So, noch ein bisschen runter. So, gehen wir mal auf 36, dann sehen wir, das sind gerade noch mal 28%. Und die Temperatur, die nehmen wir auch mal runter, so auf 86 würde ich sagen. So, da sehen wir, also die haben wir jetzt ordentlich die Leistung von dem Gelüfter reduziert und auch noch mal die Temperatur, einfach damit nicht so viel Material verdampft wird. Was natürlich ja dann auch wieder positiv ist, weil je weniger pro Zeit verdampft wird, desto länger hält natürlich auch unseren Raucherzeuger da innen drin. So, und dann würde ich sagen, spielen wir jetzt mal die zwei Werte wieder in den Decoder rein und gucken mal an, wie sich das Ganze jetzt verändert hat. So, meine Lok läuft schon mal wieder. Und jetzt geben wir einfach mal hier, drücken wir einfach mal wieder hier auf den Rauchgenerator und schalten den wieder ein. Und jetzt sehen wir, wie schwach er hier eigentlich nur noch diesen Rauch ausstößt. Ich finde, so sieht es dann viel, viel schöner aus. Und wenn wir jetzt quasi Gas geben, dann ist es jetzt noch eine ganz kleine, schwache Rauchwolke. Ja, also ich finde, das sieht jetzt wesentlich schöner aus als vorher mit der riesen Rauchwolke, ne? Also so sieht es jetzt, ich stelle noch mal das Ding, ich rutsche noch mal mit dem Teil hier nach. Also ich finde, das sieht jetzt wesentlich schöner aus, wie vorher, wo das so viel war. Und so einfach kann man halt jetzt die Intensität von dem Rauchgenerator an der Lok anpassen. Und abschließend, weil es einfach so schön ist, zeige ich euch noch mal kurz, wie geil man mit der Lok rangieren kann. Verstanden.
Und mit diesen Bildern sind wir auch am Ende des Videos angelangt. Wie immer hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Björn.